Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage. Fürs Kollektiv, was darf ich weitergeben? Was sind wichtige Punkte? Wo dürfen wir genau hinschauen? Und ich bin gespannt. Da ist sie schon. Es geht um Berufsthemen, Themen, an denen wir arbeiten, Kommunikation in diesem Bereich, auch alle Dinge, die mit dem Beruf zu tun haben, sind in so einer Phase, wo man etwas klärt, wo man irgendwie einen guten Moment hat. Ne? Die Sterne legen sich hier ins Haus des Klees rein. Also hier sind kurze Wenden, gute Möglichkeiten. Und jetzt haben wir hier noch die Sonne. Wunderbar. Also alles, was ihr euch erarbeitet habt oder wo ihr viel Zeit damit verbracht habt, etwas in Bewegung zu bringen, zahlt sich hier irgendwie aus. Man kann klären, man kann im kleineren Bereich irgendwo etwas erschaffen, was einfach super ist, eine gute Qualität hat und zugleich noch unterm guten Stern steht. Unsere Träume, Wünsche und Sehnsüchte sprechen mit uns. Hier ist vielleicht auch der Wunsch, dass man sich ausdehnt, dass man mal das Umfeld ein bisschen bereist. Der ein oder andere könnte vielleicht auch viel unterwegs sein oder im Unterwegssein glücklich sein, eine gute Zeit haben. Möglicherweise plant der ein oder andere eine Reise. Ja, ich habe möglicherweise auch aus dem beruflichen Bereich Leute, die hier in eine neue Phase gehen, die in einem Bereich sind, wo sie sich transformieren. Es kann sein, dass wenn ihr in einem Team arbeitet oder wo ihr eben mit vielen zusammenarbeitet, dass hier neue Arbeitskollegen dazukommen. Möglicherweise trifft der ein oder andere sich auch mit Arbeitskollegen, aber auch sieht man jetzt diese Phasen, wo man, ich sage mal, berufliche Themen der eigenen Kinder anguckt oder eben Kinder in diesem Bereich Beruf etwas transformieren. Es ist eine Woche, in der wir Dinge aufklären und in Veränderung bringen, die vorher nicht greifbar waren. Wir haben das Thema Beruf, Berufung, Herausforderungen, die weniger werden. Das Kreuz liegt hier im Haus der Sense drin. Die Liebe darf aufblühen. Herzensprojekte sind hier auch zu sehen. Vielleicht wolltest du schon immer mal etwas umsetzen, auf die Welt bringen oder im Beruf eine andere Entscheidung treffen, etwas wieder mehr mit dem Herzen arbeiten. Klärung im Bereich der Liebe. Hier sind Entscheidungen zu treffen. Das, was vorher unklar war, das wird hier jetzt Ernte bringen, indem es sich öffnet. Möglicherweise wird man einer Energie beschnitten, die sehr viel Stress mitgebracht hat. Man hat hier im Haus des Kindes die Wege drin. Vielleicht auch die plötzlichen anderen Wege, schnelle Entscheidungen. Ich habe das Zweifel weggehen. Es können jetzt Selbstzweifel sein oder eben auch wenn sich etwas klärt, dann sieht man wieder klarer und damit erledigt sich dann eine Energie, wo man jetzt nicht so richtig wusste, ist man Fisch oder Fleisch. Ich habe hier sehr kreative Energien auch für alle oder ich sag mal kreative Lösungen, kreative Möglichkeiten, ein bisschen schicksalshaftes Glück. Der ein oder andere wird ein Thema in der Liebe aus der Vergangenheit abschließen können.
Und es geht auch darum, Zweifel, die wir hatten oder hegen, zu beseitigen, die mit dem Thema Liebe zu tun haben, mit dem Thema Treue, Freundschaft, Loyalität. Hier ist sehr viel Bewegung. Hier geht es um Veränderungen, die ein anderes Tempo vielleicht auch mitbringen. Es geht um das Stabilisieren der Finanzen. Wir haben hier die Finanzen im Haus des Turmes liegen. Das kann jetzt die Selbstständigen betreffen. Das kann irgendein Ausgleich sein, den du im Bereich der Ämter oder Behörden hast. An sich ist die Energie so, dass man versucht, die Finanzen längerfristig zu stabilisieren. Kleineres Geld, das von außen kommt. Möglicherweise auch, ja, wie soll ich das sagen, etwas, mit dem wir nicht rechnen finanziell, das sich erst noch eröffnet. So, und wir selber liegen jetzt noch im Hause des Berges drin. Also es kann sein, wir fühlen uns ein bisschen blockiert. Wir schauen uns unsere Hindernisse an. Ich habe auch so Anfang, Ende, Neubeginn, neue Richtung. Und wir sind ja aufgefordert, ja, wie soll ich sagen, unsere eigene Größe zu leben. Es kann ja sein, der ein oder andere wird mit Geldern von Eltern konfrontiert. Ich habe für manch einen von uns vielleicht auch hier eine Entscheidung, die ansteht im finanziellen Bereich, wo man so bestimmte Berater hat, die, ich sage mal, einen guten Tipp haben oder ja, wo man sich einen Rat holt von einer Person, die es weiß, die etwas weiß, etwas besser weiß als wir. Es kann sein, dass wir energetisch hier mit der Vergangenheit konfrontiert sind, indem wir feststellen, wir haben bei irgendetwas Kraft verloren. Ne? Man bilanziert so ein bisschen und fühlt sich da ausgebremst, weil man vielleicht auch schnell was entscheiden muss oder weil man mit einem Weg konfrontiert wird, den man so nicht gedacht hat. Ja, das hatte ich mir fast gedacht. Wir haben eine Doppeldeutung. Wir selber liegen im Haus des Berges drin und der Berg liegt in unserem Haus. Das heißt, irgendwie fühlen wir uns vielleicht ausgebremst bei etwas, schnell konfrontiert oder wir lassen uns auch bedingt die Zeit, drüber nachzudenken, wo wir mehr Zeit brauchen, wo wir jetzt nichts Schnelles entscheiden können, obwohl wir es müssten. Die Familienthemen sind sehr präsent, Elternthemen. Denkt immer dran, das können auch nur die Stellvertreter dafür sein, Vorgesetzte oder irgendjemand, der eben eine gewisse Art hat, die ihr von irgendwoher kennt. Es geht um die berufliche Sicherheit auch oder den beruflichen Erfolg von anderen mit. Ich habe jetzt zum Beispiel Dinge, die mit dem Haus, der Umgebung, der Familie zu tun haben. Alles, was vertraglich verbindlich ist, kann hier ein Erfolg werden. Ein Erfolg, der plötzlich klar ist. Der kann mit dem Haus, mit dem Beruf, mit den Kindern, mit den Kollegen, mit dem Umfeld zu tun haben. Also es ist so eine Energie, die uns vielleicht nur in der zweiten Reihe mit betrifft. Schicksalshafte Nachrichten. Ich habe so Konflikte, wo man sagen könnte, einer möchte in diese Richtung reisen und der andere in diese. Es geht darum, dass man sich bei dem, was man beruflich machen möchte oder wo man da was umsetzt oder wo man sich neue Türen öffnet,
dass man sich da streitbar macht, dass man stark ist, dass man die eigene Größe lebt. Und ja, da ist so viel auch Kommunikation, die wichtig ist, die Veränderung mitbringt. Ich habe im finanziellen Bereich hier die Vertraglichkeiten, das verbindliche Geld mit drin, hier, und die eigene finanzielle Größe, die wir mit dem Thema haben. Ich denke, wir lösen auch Verbindliches, weil wir haben hier in der Korrespondenz eben das Buch noch dabei. Hier kommt noch was dazu, was wir jetzt noch nicht vermuten. Beim Gegenüber ist es jetzt so, wenn du Single bist, hast du hier jemanden liegen, der liegt noch im Haus des Buches drin. Im Haus des Gegenübers liegt der Turm drin. Die beiden gucken in verschiedene Richtungen. Jeder hat so sein eigenes Ding. Vielleicht ist hier Verschlossenheit auch irgendwo ein Thema, das zu Konflikten, das ein Thema sein kann für einen Konflikt. Oder aber, dass sich beide verbindlich etwas anderes vorstellen. Man guckt sich die Dinge an, die im Thema Herzensangelegenheiten, wo man so ein bisschen ausgedörrt war oder ausgedörrt ist. So, schauen wir ein bisschen weiter. Sehr spannend. Es kann ein bisschen herausfordernd sein, denn ich habe hier eine Lebenslektion, die kommt aus dem Bereich Beziehung, Verbindlichkeit, Partnerschaft. Was haben wir hier noch? Die Geduld. Ja, das ist so ein Ding, ne? Wir haben unten das Wunder noch. Also hier kann sein, dass etwas, was wir lange, lange erhofft haben oder schon nicht mehr erwartet haben, dann zum Wunder wird. Allerdings sehe ich, dass wir Veränderung kriegen. Bei der Geduldskarte hier ist es so, ne? Man steht irgendwo im Nebel und es wäre ja doof, loszulegen, wenn man nicht sieht, wohin man geht. Aber in diesem Blatt ist es so, dass sehr viel geklärt ist, sehr viel, guck mal, hier kommt praktisch aus diesem Nebel raus die Ernte. Das passt sehr gut zusammen. Und etwas, was man lange bearbeitet hat oder drauf gewartet hat oder wo man vielleicht schon schneller sein wollte, als man wirklich war oder gekonnt hat, das entpuppt sich hier zu einem Wunder. Ja, das nehmen wir doch gerne an, ne? Hier kann man auch mal aus einem emotionalen Verhältnis aussteigen, bei dem man sehr gebunden war oder abhängig. Das kann sich auch im Beruf zeigen oder in der Liebe oder auch zu Kindern, Freunden. Die Bürde, die man hier trägt oder auch die Verletzungen, die es vielleicht mit, das Kreuz bringt auch Zeitthemen für mich mit, die ist hier in der Korrespondenz mit der Maus. Also hier kann sich etwas Neues gestalten oder mit klarem Blick in eine andere Richtung geritten werden. Selbst wenn wir hier im Haus der Blockaden liegen. Ich denke, wenn der Moment da ist und die Sache klar, dann kommt hier der Erfolg durch. Das gesprochene Wort wird vielleicht zum Thema. In der nächsten Woche haben wir Nachrichten, die zwar schicksalshaft sind, aber hier auch mit der Sonne gut und eine Veränderung mitbringen. Vielleicht ist es auch ein Hinweis, zu überlegen, was man wem und wo sagt. Und wir haben unten noch, alles was kommt, wird auch wieder gehen und manchmal tut das weh. Und hier kann sein, dass man was verabschieden kann, was zunächst mal einen Blick dran wirft, dass man einen neuen Weg vor sich hat, der vielleicht schmerzhaft ist. Aber am Ende hat sich die Geduld ausbezahlt.
Vielleicht ist es auch ein Prozess, den man verarbeitet. Eine Sache, die emotional sehr getroffen hat. Ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch schöne nächste 2 Wochen. Ich drücke euch bis bald.